Okay, IMU Sports, hier ist Tamara und ich bin heute im Auftrag nach Berlin gefahren. Wir sind hier zu Gast in der Sportschule Hohenschönhausen, um eine ganz besondere Athletin zu begrüßen, Kirsten Bruhn. Hallo Kirsten. Moin, moin. Wie fühlt es sich für dich an, hier zu sein? Das hat ja sicherlich gibt es eine ganze Menge Erinnerungen hier. Ja, also wir sind hier im Kanal, wie wir sagen, also der Gegenstromanlage, und war wahrlich nicht mein Lieblingsplatz zum Trainieren. Ich habe da so ein bisschen mit Platzangst und Raumangst. Und wenn man dann auch noch so fremdbestimmt wird im Wasser, das heißt, dass das Tempo vorgegeben wird, dann war das für mich alles andere als ein Wohlgefühl. Dennoch haben wir hier die eine oder andere Trainingsstunde gemacht und die waren auch wirklich sehr effektiv, weil der Trainer ja praktisch 3D-Rundum-Begutachtung hier machen kann von dem Athleten, und das ist natürlich für alle ein großes Gut, und von daher sollte man das auch nutzen, auch wenn es nicht so angenehm, für mich zumindest nicht ist. Es gibt viele Athleten, die lieben das, auf der Stelle zu schwimmen, und das sogar eine Stunde. Das wäre für mich wirklich Folter gewesen. Du schwimmst dann lieber Bahn? Ja. Gut, aber das hast du hier sicherlich an der Sportschule auch gemacht. Ja, das sind nur 30 Meter weiter, dann kommen wir da auf die 50-Meter-Bahn und da sind wir die ein oder anderen Kilometer geschwommen. Ja, tue ich auch heute noch. Aber nicht hier, oder doch? Ja, heute Morgen, ja. 9 super. bis 10. Sehr schön. Okay, das tut man natürlich hier im Zweifel nur dann, wenn man eben nicht nur ein Hobbysportler ist, sondern eben Leistungsschwimmer. Wie bist du überhaupt zum Leistungsschwimmen gekommen? Ja, das sind die Gene, sagt man, glaube ich. Meine Eltern waren beides Leistungsschwimmer und ich bin ja die jüngste von 5 Kindern. Und alle 5 Kinder sind so den Eltern hinterhergetrappt. Beide Eltern waren auch Trainer dann. So gesehen war also klar, nach der Schule, nach dem Mittagessen wurden die Taschen gepackt und es ging in die Schwimmhalle. Und da habe ich manchmal sogar auch meine Hausaufgaben gemacht. Aber es hat mir nie an was gefehlt. Ich habe das immer geliebt. Du hast auch früh schwimmen gelernt, ne? Ich habe mit 3 Jahren schon gelernt. Ja, also auch das war, ich sag mal, kein Programm. Meine Eltern haben nicht gesagt, heute lernt sie das Schwimmen. Nee, einfach rein und los. Ich bin rein und ja, genau. Okay. Das war irgendwie so. Alle anderen sind geschwommen und als Jüngste hat man ja immer den Drang, alles zu machen, was die Großen machen. Und vielleicht kann man es dann auch mal ein bisschen schneller und früher, aber zumindest beim Schwimmen war das der Fall, ja. Okay. Und ja, das Leistungsschwimmen war für dich aber in deiner Schulzeit auch irgendwie ein Ausgleich zu anderen Dingen, die vielleicht nicht ganz so toll oder wie erwünscht liefen. Ja, also die Schule war nie so mein Favorit. Das habe ich gemacht, weil alle halt zur Schule müssen. Aber dass ich da jetzt so die große Leuchte irgendwie auf der Torte war, das kann ich nicht sagen. Ich musste arg viel tun, um überdurchschnittlich gut zu sein. Und das hat mich ziemlich genervt. Das hat mich doch unterschwellig sehr, sehr bearbeitet. Und da brauchte ich etwas, wo ich halt gut war. Besser als andere. Und das war immer das Schwimmen. Also alles, was mit Wasser zu tun hatte, da war ich relativ schnell dabei. Talentiert, sagt man ja heutzutage. Und demzufolge war das für mich immer so dieses Greifen nach dem Positiven, nach dem Schönen und nach dem Spaß. Und da war ich immer ganz froh, dass wir da auch viel in der Schwimmhalle waren. Klar. Und du hast auch eine Zeit lang Wasserball gespielt. Ja. Aber das war nicht das Allerliebste, oder? Man macht manchmal die Dinge für gewisse Menschen, die man liebt. Und genau, dein Papa, ne? Mein Papa, genau. Der war ja selber auch Leistungsschwimmer und auch guter Wasserballspieler. War jahrelang bei der Polizei deutscher Meister auch. Und der hat auch in Neumünster das Wasserballspielen sehr, sehr extrem forciert. So also auch meine beiden Schwestern und meine beiden Brüder, die auch mit kompletter Leidenschaft und Liebe dabei waren. Und er dann aber irgendwann jemanden in der Damenmannschaft brauchte, der anschwimmt und den Ball sich holt, was ja ein Vorteil ist für die Mannschaft. Da muss man schnell sein. Und da habe ich gesagt, okay, ich mach's, aber danach gehe ich gleich wieder raus. Also ich gehe gar nicht erst ins Spielgeschehen rein und war auch wirklich so naiv zu glauben, dass es funktioniert. Lassen wir gerade, dass es nicht funktioniert. Aber in dem Moment, wo du den Ball hast und ihn abgibst, musst du halt nach vorne ins Center. Und das ist wie beim Handball, da geht die Luzi ab. Und das war mir dann doch ein bisschen zu unnütz, aggressiv, ja. Also, das ist auch so, ne? Also wie man sich das auch so landläufig vorstellt, dass da unter Wasser eine Menge passiert, das ist doch auch so. Menge. Und damals waren halt die Unterwasserkameras noch nicht schiedskonform. Das war alles nur das, was der Schiedsrichter oben sah. Und die haben halt nun mal nicht alles gesehen. Und ich sag mal so, je schlechter die Spielerinnen schwimmen konnten, umso aggressiver waren sie auch. Das Logisch. ist halt einfach so. Ist ja im Fußball auch so, oder? Ich bin dann jemand, wenn mir jemand an die Kappe will, dann
bin ich auch relativ schnell im Echo. Also bin ich ganz schnell rausgeflogen und mein Vater hat gesagt, oh ey, es geht gar nicht, was du da machst. Und nach 4 Jahren habe ich gesagt, Papa, bei aller Liebe, aber nee, ich gehe zurück auf die Bahn und habe da einfach so zum einen meine Ruhe, zum anderen den Kampf gegen mich und die Uhr und das reicht. Okay. Gut, und da warst du ja auch schon in jungen Jahren sehr erfolgreich. Ja. Hast auch schon eine Menge Titel so gesammelt. Und dann kam aber irgendwann ein Tag in deinem Leben, der dein gesamtes Leben wirklich auf den Kopf stellen sollte, der eigentlich aus was ganz Tollem, nämlich einem Urlaub hervorging. Was ist passiert? Ja, ich war mit meinem damaligen Freund in Griechenland auf der Insel Kos und wir hatten 12 wunderschöne Tage und am 13. meinte dann mein Freund, dass es doch eigentlich peinlich wäre, wenn wir jetzt am 14. wieder nach Hause fliegen und wir gar nichts von der Insel groß wüssten. Also wir haben nichts gesehen, außer den Weg vom Hotel zum Strand und wieder zurück. Okay. Ich habe gesagt, nö, das reicht mir voll und ganz. Mag jetzt der ein oder andere sagen, das ist ja auch langweilig und man muss sich ja die Welt auch noch mal ein bisschen angucken, aber mir war das genug. Und er hat aber dann sich ein Motorrad gemietet. Er war hobbymäßig Crossfahrer, hat sich also auch so eine Crossmaschine gemietet und ist einen halben Tag gefahren und kam dann mittags zum Strand und sagte, das musst du gesehen haben, das ist hier wunderschön. Und dann habe ich gesagt, kannst du mir ja erzählen, dann reicht mir das. Ich muss das jetzt nicht groß sehen, weil Mittagshitze, brennende Wüstenhitze, 45 Grad, das wollte ich jetzt nicht auf so einem Hobel da erleben. Ja, hin und her, nein, ich will nicht, doch, du musst, nein, ich will nicht. Und dann irgendwann, ja, okay, ihm zuliebe dann gefahren. So, und ich glaube, jeder kann sich ungefähr vorstellen, dass eigentlich auf so einer Crossmaschine nicht 2 Menschen was zu suchen haben. Das ist nichts für einen Soziusfahrer. Demzufolge war es also auch ungemütlich, mir ist der Hintern eingeschlafen, die Füße sind abgestorben. Aber wir sind dann hoch auf die höchste Erhebung und haben uns auch das Panorama angeguckt und das war auch wirklich wunderschön. Mussten dann aber natürlich auch wieder runter, Serpentin bergab und da kriegten wir in einer Linkskurve Gegenverkehr. Und wir wollten vergrößern die Kurve, um nicht zu touchieren. Und das ist leider schiefgegangen. Wir sind also dann rausgerutscht aus der Kurve und ich bin so unglücklich mit dem Gesäß in eine Kuhle gefallen, dass ich also wirklich nach hinten abgeknickt bin und zunächst erstmal da lag und nicht wusste, was ist, außer dass ich nicht aufstehen konnte. Okay, und der Transport dann ins nächstgelegene Krankenhaus lief ja dann auch nicht so, wie man sich das ja in Deutschland vorstellt, oder wie es in Deutschland auch wäre. Ja, es lief eigentlich nicht so, wie es hätte laufen müssen. Es war alles dilettantisch, inkompetent, die hatten keine Rettungswagen. Es ist dann von der Bundeswehr ein VW-Bus gekommen, wo sie die Bänke rausgeschraubt haben und mich dann an Händen und Füßen auf diese Fläche da gelegt haben. Also alles das, wo man, glaube ich, schon mit jungen Jahren weiß, wenn Verdacht auf Rückenverletzungen sind, sollte man diesen Menschen nicht groß bewegen und schon gar nicht an Händen und Füßen wie so ein Schwein ins Auto verfrachten. Und es gab auch kein Krankenhaus, es war eine medizinische Notstation. Okay. Die Ärzte konnten kein Englisch, ich konnte kein Griechisch, also verständigen konnten wir uns auch sehr schlecht. Ich fühlte auch intuitiv, dass die wirklich überfordert waren. Es tat alles weh, was sie mit mir gemacht haben und es wirkte auch nicht resolut oder professionell. Und mein Freund hat dann mit der Reiseleiterin beschlossen, dass ich da weg muss, also nach Deutschland, wenn es geht. Das bedeutete aber einen Rettungsflug ordern und der kam aus München, es brauchte 4 Stunden. So, und als der nun kam und ich dann wieder verfrachtet wurde vom Bett in eine Trage und dann ins Flugzeug und wir starten wollten, brach die Vorderachse. Was bedeutete also alles wieder zurück, wieder einen neuen Flug ordern, wieder 4 Stunden warten. Also alles Zeit, die nicht nur gegen meine Verletzungen, sondern auch gegen alles andere so gearbeitet hat. So innerlich hat man ja dann immer noch ein bisschen Hoffnung. Der Schock ging langsam weg. Ich kriegte Schmerzen kamen mit Sicherheit, unendliche Schmerzen. Die haben mich mit Morphin vollgehauen. Also meine Hände waren aufs Dreifache angeschwollen. Ich möchte nicht wissen, wie der Rest vom Körper aussah. Sodass ich einen Tag später erst in Kiel-Holtenau gelandet war und von der Uniklinik dann untersucht wurde und noch einen Tag später operiert wurde. Ja. Okay, gut. Und dann kam ja quasi die Diagnose. Und erstmal, also deine Eltern haben es dir wohl später genauer erklärt, aber erstmal kam ja einfach nur die Diagnose von einem Arzt. Und das war relativ so die Dampfhammer-Methode. Ja, ja, also ich glaube, brutaler und direkter geht's nicht. Viele sagen, das ist aber auch die einzig gute Variante. Ich sage, das hätte man ein bisschen anders machen können. Vor allen Dingen, dass ich nicht alleine bin. Also ich bin operiert worden, war auf der Aufwachstation. Und du warst noch mal wie alt damals?
21. 21, das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Das ist ja noch ein ganz junger Mensch. Also. Ja, so nicht Turnschuh, nicht Lackschuh, ne? Ja, genau. Genau. Und hatte also die Augen auf und es waren viele Maschinen um mich rum, die piepten und summten. Ich hatte immer so einen Dampf ins Gesicht bekommen, damit ich nicht huste, weil das wiederum dann den operierenden Bereich hätte irgendwie negativ beeinflussen können. Ja, und dann kam da halt ein Mensch und der war vermummt, wie OP-Ärzte nun mal so sind. Ich sah nur die Augen und es sprach: Frau Brun, das mit dem Gehen können Sie vergessen. Drehte sich um und war wieder weg. Und das ist etwas, also wenn ich heute noch drüber nachdenke, frage ich mich, was hatte dieser Arzt für einen Tag? Hatte der einen schlechten Tag? Ja. Hatte einfach keine Empathie und dann frage ich mich, warum ist er Arzt geworden? Genau, was macht er da? Also ich gehe davon aus, er hatte einen ganz miesen Tag und den habe ich leider abbekommen. Ich hatte auf jeden Fall in dem Moment zwar gehört, was er gesagt hat, aber ich habe es gar nicht wirklich verarbeiten können. Und das kam so sukzessive irgendwie ins Bewusstsein. Meine Eltern haben leider sehr, sehr spät erst den Weg zu mir gefunden, weil sie im Stau standen. Und ich mich einfach nur wegwünschte. Weg, weg, weg. Am liebsten in den Himmel, in die Wolken, die ich aus dem Fenster beobachten konnte. Ja. Weil die Schmerzen, die ich hatte und dieses Ungewisse, einfach dieses Ungewisse, was wird und wie wird. Also quasi so eine Art Perspektivlosigkeit einfach in dem Moment. Weil quasi das Leben war ja so, wie es vorher war, einfach mal beendet. Genau. Das war einfach nicht mehr da. All deine Wünsche, deine Träume, die man sich so für sein Leben irgendwie festsetzt. Ich wollte ursprünglich Medizin studieren. Das ist schon ein paar Monate vor dem Unfall, ich sag mal, in die Grütze gegangen, dieser Wunsch. Das hat familiäre Gründe. Mein Bruder war schwer krank, ist herztransplantiert worden. Und da habe ich mir gedacht, Medizin ist doch nicht so das Wahre irgendwie. Ich war da auch immer ein bisschen naiv, habe gedacht, es sterben nur die, die wirklich auch krank waren oder einfach auch nicht lebensfähig waren. Aber das ist halt nun mal nicht so. Es sterben auch kleine Kinder. Ja. Und das mussten wir in den Monaten, die wir meinen Bruder begleitet haben, wirklich auch real miterleben. Und da war für mich klar, das ist nicht das, was ich für mein Leben machen möchte. Ich könnte also, glaube ich, so eine Routine bekommen, nicht, dass ich Familien sagen muss, ich kann leider nichts für ihren Papa, ihre Mama, ihr Kind tun. Ja. So. Oder womöglich an so einem schlechten Tag mal, wie der Arzt, jemanden eine Wahrheit so schonungslos mitteilen, auch ohne dann vielleicht, also man kann sie ja vielleicht so mitteilen oder überhaupt sie mitteilen, das ist vielleicht nicht verkehrt, aber zumindest muss man den Menschen ja irgendwie begleiten und auffangen, also irgendeinen Trost spenden. Muss jemand da sein. Mithalten, also wie auch immer. Ne? Aber